Wir werden heute alle mit der Drohne überwachen. Wir überwachen heute alle Slide Eater, alle Sprunki. Wir überwachen heute alle Subway Surfer Jakes und alle Squid Game mit der Drohne. Hier ist unsere Drohne und wir versuchen heute mit dieser Drohne alle zu überwachen. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir versuchen wirklich alle von Squid Game, alle von Slide Eater, alle von Sprunki und natürlich Jake von den Subway Surfers heute mit der Drohne zu überwachen. Ganze 40 Minuten lang. Aus diesem Grund schalte ich nicht ab und wir starten die Drohne jetzt. Wir müssen unbedingt alle Paw Patrol warnen, bevor sie die Slide Eater Rutsche benutzen, Mann. Deshalb, Kevin, fliegt bitte jetzt direkt zu ihrem Turm von Paw Patrol. Zum Hauptquartier, alles klar, Freunde. Ihr seht hier schon den Paw Patrol Turm. Das ist ihre Hauptzentrale. Oh mein Gott, seht ihr, wie groß dieser Turm ist? Der ist ja riesig. Aber ich sehe keinen einzigen Paw Patrol. Doch, da unten. Was? Oh mein Gott, doch, da ist Chase und Sky. Oh mein Gott, natürlich, Warte das mal. absolute Liebes... Die rufen an, Freunde! Schaut mal, die echten Chase und Sky von Paw Patrol, was wollen die? Natürlich, geh doch einfach ran, Cayman! Okay, hallo Chase und Sky! Hey, ihr zwei, ihr müsst euch das anhören. Sky und ich sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Ihr habt bestimmt schon von dieser gruseligen Rutsche gehört, Slide Eater. Die frisst einfach Leute. Das klingt total verrückt, oder? Aber als Polizeihund ist es meine Pflicht, das zu überprüfen. Warte mal, ich stell kurz das Handy auf stumm. Leute, habt ihr gehört, was sie machen wollen? Die wollen zum Slide Eater gehen? Ist das wirklich deren Ernst, Mann? Ich kann es nicht glauben. Warum denn? Wir müssen sie unbedingt vor Slide Eater warnen. Wir müssen ihnen sagen, dass sie nicht die Slide Eater Rutsche benutzen Du dürfen. weißt doch, was passiert, wenn du wirklich die Slide Eater Route rutscht. Dann ist es vorbei. Leute, Mann, ich muss ihnen sagen, ich muss mal wieder stumm entschalten. Freunde, Chase und Sky, ihr dürft auf gar keinen Fall die Slide Eater Rutsche benutzen. Sobald ihr die Rutsche benutzt, ist es vorbei mit euch. Ja, ich habe schon einiges erlebt. Brennende Gebäude, verlorene Welpen, Bösewichte, die die Stadt überfallen wollen. Aber das hier, das ist was anderes. Wie stoppt man eine Rutsche, die... Naja, frisst. Man kann nicht einfach einen Knochen werfen und sagen, hier, hol! Aber jetzt mal im Ernst. Ich fliege jetzt mit einem Helikopter zu Slide Eater und finde heraus, ob das mit Slide Eater alles nur ein Gerücht ist oder ob wirklich jemand in Gefahr ist. Bitte, tut uns einen Gefallen, okay? Selbst wenn ihr jetzt einen Helikopter euch holt, fliegt nicht zu dem Spielplatz, wo die Slide Eater Rutsche ist. Jungs, hört mir zu. Wenn wir heute nicht zurückkommen, dann... Naja, dann wisst ihr, was passiert ist. Aber wir kommen zurück. Versprochen. Also macht's gut, bis dann. Oh mein Gott, Freunde, die haben aufgelegt. Aber hast du es gehört? Die machen es trotzdem. Egal, ob wir sie warnen, sie werden trotzdem zu dieser Slide Eater Rutsche hingehen. Das heißt, sie holen sich jetzt einen Helikopter und fliegen mit dem Helikopter dahin. Das heißt, wir haben eine Drohne, wir können dem Helikopter folgen. Natürlich, Alter. Komm. Wir sind echt auch in der Luft wie der Helikopter. Wir starten die Drohne. Schau mal da ist schon der Helikopter. Oh mein Gott, Chase und Sky hatten recht. Sie haben sich wirklich einen privaten Helikopter bestellt und wollen dann... Die heben ab, die fliegen weg. Die fliegen einfach weg, Mann. Das ist der originale Paw Patrol Helikopter. Paw Patrol, Chase und Sky, guck mal Leute, wir folgen denen. Schaut's mal an. Und das Geile ist, mit der Drohne können wir dem Helikopter hinterher fliegen. Natürlich, der Helikopter und die Drohne sind auf der gleichen Höhe, Mann, Freunde. Wie krass ist das? Aber ein echter Paw Patrol Helikopter. Die Der ist gelandet. Und die steigen aus. Soll ich mal ein bisschen näher fliegen? Ja, natürlich. Bitte, bitte, bitte. Leute, Mann, es ist Chase und Sky, die Sky. sind am Spielplatz. Wir müssen unbedingt sie warnen. Ich flieg mal einen Ticken näher, oder? Und die wollen wirklich die Slide Eater Rutsche rutschen. Komm, Leute, wir müssen sie irgendwie warnen. Ich flieg hin. Oh, Nein. was ist jetzt los? Du bist zu nah an sie geflogen. Du meinst, der Wind hat sie umgehauen? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Nein. Sie rufen schon wieder an. Nein. Schau mal, Flex, die Chase und Sky rufen schon wieder an von Paw Patrol. Was sollen wir machen? Natürlich abheben. Wir müssen unbedingt rangehen. Okay, dann heben wir jetzt mal ab und schauen, was sie zu sagen haben. Könnt ihr mir bitte erklären, was das gerade war? Eure Drohne war nur Zentimeter davon entfernt, mich und Sky umzuhauen. Zentimeter? Seid ihr verrückt geworden? Wir sind auf einer Mission. Und dann kommt ihr angeflogen, als wärt ihr im Formel-1-Modus oder so. Wir haben es mit einer potenziellen Gefahr zu tun. Slide Eater ist keine normale Rutsche. Das ist eine gefährliche Legende, die Menschen verschlingen soll. Ja, es tut uns leid, wir sind mit der Drohne zu schnell an euch rangeflogen, aber wir wollten euch gar nichts tun. Wir wollten euch nur noch einmal sagen, dass ihr auf gar keinen Fall die Slide Eater Rutsche benutzen dürft. Ich weiß, dass ihr uns warnen wollt. Und ich danke euch dafür. Ihr habt uns schon vor dem Risiko gewarnt. Slide Eater ist keine normale Rutsche. Wir haben die Geschichten gehört. Aber wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dass wir genau da eingreifen müssen.
Es ist unsere Aufgabe, das zu überprüfen. Und wenn irgendjemand in Gefahr ist, dann müssen wir handeln, egal wie gruselig es ist. Aber ich verspreche euch, wir sind vorsichtig. Sky und ich haben die Situation im Griff. Wir werden uns alles genau ansehen, bevor wir die Rutsche testen. Wenn wir feststellen, dass es wirklich gefährlich ist, dann holen wir sofort Hilfe. Ich verstehe, Chase, ich verstehe. Dir gefällt es zu rutschen und Sky willst du auch beeindrucken, weil ihr euch liebt. Ist ja in Ordnung, aber bitte, Flexi, sag Lucy nochmal, was sie nicht machen darf. Auf keinen Fall die Slide-Eater rutschen, das dürft ihr auf keinen Fall! Wir sind Paw Patrol und wisst ihr, was wir mit Gefahr machen? Wir stellen uns ihr. Kein Grund zur Panik, Leute. Wir haben das im Griff. Ihr habt uns vorbereitet, aber das wird uns nicht stoppen. Sky und ich haben uns das genau überlegt. Wir haben keine Angst. Ja, die Rutsche sieht gruselig aus, aber wir sind die besten Hunde, die es gibt. Wir wissen, was zu tun ist. Na gut, wenn ihr da wirklich hingehen wollt, wir haben euch gewarnt, wir können nichts machen. Wir haben euch gesagt, dass Slide Eater euch was antun werdet, wenn ihr so die Rutsche benutzt. Aber wenn ihr das machen wollt, dann geht. Ja, danke, aber jetzt heißt es erstmal, Slide Eater, wir kommen! Die haben aufgelegt. Flexi, die haben aufgelegt, Mann. Und die wollen trotzdem zur Slide Eater Rutsche gehen, obwohl wir sie gewarnt haben, Mann. Jeder wurde schon von der Slide Eater Rutsche gegessen, jeder. Das Einzige, was ihr da draußen machen könnt und wir, ist sie einfach weiterhin mit der Drohne zu beobachten und überwachen. Und ihr lasst jetzt erstmal noch einen dicken Like da und abonniert diesen Kanal. Für Paw Patrol, für Marshall, für Sky, egal von jedem von Paw Patrol, ihr lasst jetzt ein Like da. Und wir fliegen jetzt weiter. Schaut es euch an, der Helikopter fliegt weg und Chase und Sky laufen gerade zu Slide Eater. Obwohl wir sie gewarnt haben, sie dürfen auf keinen Fall zu Slide Eater gehen. Ihr müsst noch mehr Likes geben. Umso mehr Likes ihr gebt, umso öfter können wir sie warnen, dass sie die nicht benutzen, die Rutsche. Warum wollen sie Oh mein Gott, unbedingt, nein, das sind schon die Slide Eater, ihr seht es, 2 Stück, eine für Chase und eine für Sky. Der ganze Spielplatz ist voller Slide Eater, ihr seht es mit dem Mund und den Zähnen. Und wenn ihr mal ganz genau hinschaut, dann seht ihr, dass diese 2 Slide Eater verbunden sind oben. Die werden zu einer einzigen Slide Eater. Wie die Liebe. Das ist viel krasser, diese Slide Eater. Von Marshall und Sky, das ist die Liebe. Und deshalb sind die Rutschen auch vereint. Das ist eine der schlimmsten Slide Eater, die ich persönlich jemals gesehen habe, oder Flexi? Das nennt man eine Kombi. Alter, Freunde, 2 Slide Eater sind schlimmer als eine, das wisst ihr doch. Und die Slide Eater sind verbunden mit einer Rutsche. Das bedeutet 2 Slide Eater, aber eine Rutsche doppelt so viel Gefährlichkeit. Das macht auch Sinn, weil eine Rutsche ist für Chase und die andere ist für Sky. Eben, da kann man gleich 2 Leute auf einmal essen. Wow. Habt ihr das gesehen? Die Drohne! Cayman, die Drohne! Die hat uns fast Pass angegriffen. auf! Oh nein, die Drohne ist kaputt! Leute, die Drohne ist kaputt! Ihr seht, dass das Bild flimmert. Irgendwas ist hier. Was? Ja, weil Slide Eater versucht hat, uns zu essen, beziehungsweise die Drohne. Aber wir sind doch in der Luft. Die Drohne ist nicht ab. Da sind sie. Guck mal, Leute, Freunde, ihr seht es. Das sind Chase und Sky. Und da ist Slide Eater. Nein! Nein! Du bist in Slide Eater reingefahren. Unsere Drohne ist kaputt. Ich habe sie gecrashed. Was machen wir denn jetzt, Flexi? Hast du eine Idee? Was können wir machen? Unsere Drohne liegt auf dem Kopf. Ich gehe auf keinen Fall jetzt zu dem Spielplatz zu Slide Eater und hol unsere Drohne zurück. Dann lass uns doch unsere Ersatzdrohne starten, Mann. Haben wir noch eine zweite Drohne? Ja, wir starten unsere zweite Drohne jetzt. Zum Glück haben wir immer eine zweite Ersatzdrohne und die haben wir jetzt gestartet. Freunde, wir fliegen jetzt direkt zum Spielplatz, wo Slide Eater und Chase ist. Und Sky und Chase reden jetzt mit den Slide Eatern. Die reden zusammen. Seht ihr das, Leute? Warum reden die? Warum? Über was reden? Oh mein Gott! Das ist die Sicht aus dem Slide Eater. Das sieht der Slide Eater. Aus der Rutsche raus. Wie heftig ist das denn? Und ihr seht, die Slide Eater hat Hunger und wollen die essen. Über was reden die? Über was sprechen die? Wir wissen es leider nicht, weil wir keinen Ton hier auf der Drohne haben. Aber wir haben sie gewarnt und hoffentlich rutschen sie es nicht. Sie dürfen auf keinen Fall die Rutsche rutschen, weil das ist Slide Eater, ihr seht es. Aber vielleicht denken die 2 Paw Patrol, dass sie so süß sind, weil sie nur Hunde sind und dann dass nichts passiert. Es ist Marshall, es ist Sky von Paw Patrol. Chase kommt auch, Mann. Chase ist es hier, Mann. Aber warum will Chase da unbedingt rutschen? Ich weiß es nicht, aber wieso stehen die überhaupt vor dieser Rutsche? Vor Slide Eater. Warum stehen die davor? Im Telefonat haben sie es ja gesagt, Leute. Ich hoffe nicht, dass sie rutschen werden. Das Einzige, was wir machen können, ist hier zuzuschauen. Und warum reden die auch so lange? Ich weiß es nicht, aber wieso? Oh mein Gott, die küssen sich. Chase und Sky küssen sich. Es ist eine Liebesgeschichte. Slide Eater küsst sich auch. Nein, sie haben es gesehen, das ist eine Liebe. Und jetzt wollen die Rutschen auch eine Liebe haben. Alle Slide Eater sind vereint. Warte, Flexi, warte, Flexi.
Sky und Chase laufen gerade zu dem Turm, zum Rutschenturm und gehen hoch wahrscheinlich. Nein! Doch, sie sind oben, sie gehen Die hoch. dürfen, nein! Alter, Die Flex, sind wirklich oben. die laufen zur Richtung Mund, zur Rutsche. Sie dürfen nicht rutschen, auch wenn die sich geküsst haben, dürfen sie auf keinen Fall die Slide-Eater-Rutsche rutschen. Wenn die Slide-Eater-Rutsche rutschen, dann war's es mit Paw Patrol, dann gibt's keinen Paw Patrol mehr, Flex. Was war das? Leute, habt ihr das gesehen? Lasst ein Like da, wenn ihr das gesehen habt. Wie krass war das denn? Die Rutsche hat irgendein Kind angegriffen, das da klettert. Was geht jetzt ab? Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf dem schnellsten Weg zu den Gleisen, wo sich angeblich Jake und Tricky treffen. Eben, ihr habt richtig gehört, Jake und Tricky wollen sich treffen. Warum? Weil ich glaube, dass sie ein Paar sind. Sie lieben sich. Stell dir mal vor, wir sehen die und Leute, die küssen sich. Wie cool wäre das denn? Dafür lasst ihr alle mal ein Like da, Mann, und schreibt in die Kommentare, denkt ihr auch, dass Jake und Tricky ein Paar sind? Ich bin mir zu 100% sicher, dass die zwei ein Paar sind und sich lieben. Jake Am besten ist, wenn wir es mit der Drohne heute live überall... Da ist schon der Zug, Freunde, und diesen werden wir jetzt direkt folgen. Hinterher, Flexi, oder? Hinterher. Warum? Auf geht's. Gleise und Zug ist immer sehr gut. Warum? Weil der Jake sein könnte. Ihr wisst ja, die Subway-Surfers, die gleisen immer auf den Zügen so. Ja, die sliden richtig und sie fahren auf diesen Gleisen und Flexi, Mann, Zügen. der Zug ist viel zu schnell. Ich komme gar nicht hinterher mit der Drohne. Echt jetzt? Wohin fährst du denn? Ich bleib hier, Mann. Ich gehe jetzt hoch, Leute. Wir drehen um, Mann. Wir fliegen die Gleise in die andere Richtung. Irgendwo muss doch noch Jake dort sein, oder nicht? Freunde, ihr wisst ja, wie Jake aussieht. So wie er. Wir müssen nach so einer Mütze Ausschau halten. Und Tricky, Mann. Rote Mütze, Jeansjacke und ein Skateboard oder ein Surfbrett. Wir fliegen zurück an den Gleisen entlang, weil die gleiten auf den Gleisen. Das ist ja ein richtiger Zungenbrecher. Die sliden. Eben! Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Wir suchen jetzt immer noch Jake und Tricky, weil wir haben die Vermutung, wie ihr im Intro gesehen habt, dass sie sich treffen. Oh, Flexi, da ist er! Da ist Jake! Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, der ist fort zur Bahnhaltestelle gerannt. Hast du es gesehen? Wohin geht der? Wie schnell war der? Ja, wie? Immer schnell. Du weißt doch, wie schnell der ist. Der ist so schnell wie Sonic. Leute, Mann, ich glaube, Jake ist hier zu diesem Bahnsteig gelaufen. Ihr seht ja, da sind so zwei Häuschen. Da steigen die Leute in die Züge ein und wieder aus. Und da muss er sein, oder? Sag mir nicht, der wartet dort auf Tricky. Das heißt, er trifft sich jetzt genau dort mit Tricky. Das Gute ist, wir sind mit der Drohne vor Ort. Das macht doch Sinn, Leute, Mann. Guck mal. Aber warte mal, ich sehe keinen Tricky. Wow, wow, wow. Oh nein. Da ist eine Münze. Ein Coin. Da ist eine goldene Münze. Wie im Spiel. Genau wie im Spiel. Man kann immer diese Münze und Coins sammeln. Da war eine. Aber Flexi, Mann. Die sind richtig. Wo ist hier Tricky? Das weiß ich nicht. Leute, wir haben noch nicht Tricky gesehen. Da steht Jake ja, aber Tricky nein. eine Person mit dem Rucksack, Mann. Irgendwo müsste sie sein, oder? Ich fliege den Gleisen entlang, Freunde, Mann. Mal gucken, was passiert. Ihr wisst ja, Subway-Surfers sind die Zugsurfer und das sind Gleise. Gleise, Züge, Jake und Tricky, das ist das beste Beispiel, warum wir jetzt mit der Drohne in der Luft sind. Okay, Flexi, mal Eine schau. Brücke. Hier ist eine Brücke. Oh mein Gott, eine Brücke. Okay, letztes Mal haben wir auf der Brücke den Inspektor gesehen, dieses Mal nicht. Weil dieses Mal verleiten die Gleise unter der Brücke durch. Okay, wir haben aber Jake gesehen. Wo ist der hingerannt? Vielleicht versteckt er sich unter der Brücke. Warte mal. Neben der Bahnhaltestelle war ein verlassenes Freibad. Echt? Was ist, wenn sie sich im Freibad treffen? Also im Freibad ist heutzutage keiner mehr. Warum? Ihr seht es. Weil es kalt ist, Leute. Es ist kalt. Im Freibad hat geschlossen, oder? Es muss zu sein, es ist verlassen und ihr seht, guck mal, wie schmutzig das Wasser ist. Da sind überall Blätter drin vom Herbst. Nicht nur das, es ist keine Person dort, weil jedes Freibad heutzutage geschlossen hat. Warum? Weil es kalt ist. Ich würde sagen, wir fliegen mit euch jetzt mal ganz nah an das Häuschen und vielleicht sehen wir in diesem Da! Häuschen. Wow! Auch da! Warte mal! Oh mein Gott, Kevin! Das ist Fresh und Tricky. Wie? Das waren Fresh und Tricky, ihr habt's gesehen? Ich hab's gesehen, Mann. Es ist Fresh und Tricky. Fresh hat immer sein Ghetto-Blaster dabei und einen Basketball. Ja, aber wieso Fresh und Tricky? Ich dachte, Jake und Tricky ist das Liebespaar überhaupt. Warum jetzt Tricky und Fresh oder Fresh und Tricky? Ich weiß es nicht, ich schaue hier gerade mal rein. Ihr seht das, ihr seht unsere Drohne, aber da ist keiner. Wo sind die hin? Warte mal, Flexi, das bedeutet, Fresh und Tricky sind ein Liebespaar. Nein! Ich will's gar nicht wissen. Ihr habt ja am Anfang des Videos gesehen, wir sind davon ausgegangen, dass Jake und Tricky sich Ja, lieben. natürlich. Ja, ganz genau. Das ist die Liebesgeschichte Nummer 1. Leute, dafür lasst ihr natürlich alle mal ein Like da. Aber doch nicht Fresh und Tricky. Alter, ich hab Gänsehaut, Mann. Das bedeutet, Fresh liebt Tricky. Nein! Und Tricky liebt Fresh. Nein! Und Jake ist gar nicht mehr dabei. Auf keinen Fall, Mann! Das kann nicht sein! Es geht immer nur Tricky und fliegen Jake weiter, oder Mann, Jake und Freunde. Tricky. Und Das kann nicht hier sein. ist ein kleiner Kinderpool. Ihr seht es. Wow! Da ist Yutani. Was macht denn der ganz alleine da? Was macht Yutani hier alleine? Der beobachtet!
Er beobachtet Fresh und Tricky im Freibad. Okay, warte mal. Im leeren Freibad. Yutani, Fresh und Tricky, aber wo ist Jake? Der ist doch... Der ist abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch jetzt das ganze Freibad ab. Der muss ja irgendwo sein. Ihr habt es ja gesehen, Fresh und Tricky sind hier, Yutani. Aber ja, Jake... Wäre ich Jake, würde ich auch abhauen, wenn ich meine Frau, meine Freundin sehen würde mit einem anderen namens Fresh. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass Jake das noch gar nicht weiß, weil er noch gar nicht hier ist. Oder er hat beobachtet. Meinst du? Und er hat es gesehen, dass die sich zwei treffen. Weil, wie gesagt, bei den Gleisen war das Freibad. Jake war bei den Gleisen. Das heißt, er könnte locker gesehen haben, dass sich Fresh und Tricky getroffen haben im Freibad. Und geküsst haben vielleicht sogar noch. Das haben wir nicht gesehen. Und deswegen ist Jake abgehauen, weil er es nicht ertragen kann, Leute. Ganz genau, deshalb ist er abgehauen. Aua! Oh nein! Der Oh nein! Inspektor, der Inspektor! Oh, der Was rennt weg, macht der ist der weggerannt. jetzt da? Ich fliege hinterher. Ihr habt es gesehen, der ist weggerannt. Man muss ihn Und Leute, wenn der Inspektor was gesehen hat, fliegen wir hinterher, weil dann bedeutet das, dass er entweder Jake, Tricky oder Fresh ist bei den Zügen. Ist der in eine der Umkleiden gerannt, Freunde? Wo ist der hingerannt, der Inspektor? Er braucht sich doch gar nicht umziehen, weil der Inspektor sieht aus wie die Polizei. Er muss sich nicht umziehen. Schau dir das mal an, da sind so viele Schließfächer offen und zu. Auf oder zu? Beides. Okay, Warte, da ist immer noch dieses Freibad. Ja, wir fliegen jetzt mal auf die Wasseroberfläche. Auf jeden Fall ist noch Wasser drin, obwohl es geschlossen ist. Ihr müsst mal überlegen, Leute. Das Wasser ist Flexi, im Freibad, du musst mal aber es ist überlegen. zu. Wir haben jetzt alle getroffen, bis auf Jack, sogar den Inspektor, Mann. Alle im Freibad. Sogar der Inspektor. Ja, aber wieso trifft sich Fresh mit Tricky? Ich weiß nicht, vielleicht sind es nur die besten Freunde und Jake hat die dabei erwischt, wie sie... Normalerweise treffen sie sich immer zu dritt. Jake, Tricky und Fresh. Ich flieg mal in das Aber Häuschen. doch nicht Fresh und Tricky, die zwei treffen sich niemals alleine. Vielleicht versteckt sich ja Jake hier in diesem Aufsichtshäuschen. Leute, für diese Liebesgeschichte lasst ihr auf jeden Fall ein Like da und schreibt in die Kommentare, was denkt ihr? Wer ist mit wem zusammen? Also hier in diesem Häuschen ist keiner drin, Freunde. Wir suchen jetzt noch Jake, weil Jake wollte sich mit Tricky treffen, aber Tricky hat sich mit Fresh getroffen. Ich wollte gerade sagen, Und Tricky Yutani hat sich mit jemand beobachtet. ganz anderem getroffen, aber nicht mit Jake, sondern mit Fresh. Guck mal, Freunde, wir fliegen jetzt mal ein bisschen höher. Wir schauen uns jetzt mal das ganze verlassene Freibad von oben an. Denn wir müssen nach dieser Mütze Ausschau halten. So sieht Jake aus. Jake, das ist Jake, ganz genau. Und von oben können wir die viel besser beobachten alle. Aber irgendwo müssen sie sein, Leute. Ich sehe Wo es sind aber sie? nicht. Hier ist grün und blau. Hier ist ein Basketballplatz blau. Hier ist das Wasser blau. Gras ist grün. Ist Ja, natürlich. Komplett immer noch bei diesem Freibad hier und ist die Gleisen. Die Gleise Ja. und die Bahnhaltestelle. Ganz genau, ihr seht es. Hier fahren die Züge rum und hier sind die Gleise. Das heißt, Jake könnte aber wirklich in der Nähe sein. Er muss in der Nähe sein. Langsam glaube ich, dass deine Vermutung richtig war, dass Jake das gesehen hat und abgehauen ist vor lauter Trauer und Weinen. In dem Wald, in den Bäumen hat der Fresh und Tricky beobachtet von weiter weg. Ja, aber wie sie sich wahrscheinlich geküsst haben, Flexi, oder? Anders geht's ja nicht, Freunde. Und dann ist er abgehauen. Ja, er hat's voller gesehen. Trauer, voller Wut, voller Angst. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist Jake? Weiß ich nicht. Eben. Er ist abgehauen. Ihr Voller seht den Angst und Spielplatz? voller Wut. Was Es kann nicht sein, dass seine Freundin sich mit Fresh trifft. Das ist eine Liebesgeschichte. Tricky und Jake. Jake und Tricky. Aber was macht Yutani dann da? Das hat... Oh, das... Ihr habt's gesehen, Yutani war auch da. War der nicht vielleicht einfach zufällig dort? Nein, Mann. Weißt du was, Echt Flexi? jetzt? Guck mal, ich fliege jetzt mal hier rüber. Boah. Siehst du das? Ja. Das ist ein Parkplatz. Wir fliegen jetzt mit der Drohne zu dem Parkplatz und suchen nach... Wow, da ist er! Da ist er! Der hat sich echt Oh mein Gott, ja! Er ist abgehauen, Mann, hinterher. Wo ist er hin? Ist ja klar, Flexi, er will nicht, dass wir ihn beobachten, wie er weint, Mann, er schämt sich. Natürlich, weil seine Freundin hat sich mit Fresh getroffen. Seine Einfach Freundin so. hat ihn verlassen und jetzt ist er ganz traurig und jetzt filmen wir ihn ab und er haut ab. Was für eine Liebesgeschichte. Leute, lasst mal alle für diese Liebesgeschichte ein Like da, Mann. Oh mein Gott, Jake und Tricky, ihr wart doch ein Paar. Ich habe und eine jetzt Frage kommt an dich, Fresh. Flexi. Für wen bist du? Bist du Team Jake oder bist du Team Tricky? Team Jake natürlich. Natürlich, Jake ist der Beste, Mann, schaut ihn euch an. Natürlich, deshalb trage ich auch seine Mütze von Jake. Und ich fahre so gern Skateboard und Surfbrett, alles. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Tricky das gemacht hat und zwar sich mit Fresh geküsst hat. Oh mein Gott. Dieser Geschichte müssen wir auf jeden Fall im nächsten Video nachgehen. Aber jetzt suchen wir immer noch Jake mit der Drohne. Wo ist er hin? Ihr wisst ja, Jake ist ein Subway-Surfer, Mann. Was ist, wenn er sich wieder auf die Gleise begeben hat, um zu surfen? Das kann er doch auch überall anders, Mann. Er kann auch mit dem Skateboard einfach übers Feld rushen. Guck mal, da ist ein Zug, Mann. Er liebt doch Züge. Ihr habt's gesehen, er hat immer den Zügen gewunken. Stimmt, ja. Weißt du was? Wir fliegen jetzt ein bisschen näher zu den Zügen und zu den Gleisen. Warum? Weil da wahrscheinlich Jake ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Wir fliegen jetzt einfach die Gleise entlang und wenn ihr was seht, ihr müsst nach dieser Mütze ausschalten. Lasst es uns unbedingt wissen. Ganz, ganz Schreibt in die Kommentare, aber lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir fliegen jetzt einfach mal geradeaus. Wir fliegen den Gleisen entlang und dann hoffen wir einfach, dass wir Jake finden.
Ein Zug? Warte mal. Wer ist da? Da unten läuft jetzt jemand links neben den Gleisen. Seht ihr es? Lass ihn laufen. Gerade war da noch niemand. Ich brauch Jake. Ich brauch nicht irgendjemand. Ist ich das will Jake, Leute? sehen. Mann, ist das Jake? Guck mal, der hat auf jeden Fall eine rote Mütze. Leute! Oh ja! Der hat ein Surfbrett in der Hand. Ein Skateboard. Und er hat die rote Mütze. Warte mal. Wie ich sie auch aufhabe. Wir Er hat müssen eine rote sein Mütze. Gesicht erwischen, Mann. Wir müssen sein Gesicht erkennen, Freunde. Aber er bückt sich. Wow! Es ist Jake! Leute, wir haben Jake gefunden. Warte mal. Aber der läuft alleine neben den Gleisen. Er surft nicht. Stimmt, du hast recht. Ist dir was aufgefallen? Ja, aber natürlich, er läuft einfach nur auf dem Weg, anstatt auf den Gleisen zu surfen. Ihr wisst ja, wenn Jake gut drauf ist, dann surft er auf den Gleisen. Jetzt läuft er. Das bedeutet, er muss richtig traurig sein, Flexi. Ich wollte gerade sagen, Jake ist, glaube ich, schlecht drauf. Deshalb hält das Skateboard in der Hand und er fährt nicht mit ihm. Ihr seht es ja auch an seinen Schultern. Er lässt die Schultern hängen, als hätte er keine Lebensmotivation mehr. Aber warum? Ist Wirklich doch klar. nur wegen Tricky und Fresh? Ich glaube ja, Mann. Leute, das kann doch nicht sein, dass Fresh und Tricky jetzt ein Paar sind, Mann. Fresh, oh Mann, Fresh war so cool. Jake und Tricky waren schon jahrelang zusammen und jetzt kommt auf einmal Fresh und macht so etwas? Allein, dass Tricky Jake verlässt. Für Fresh, Mann. Aber für was? Ja, für Fresh. Ihr wahrscheinlich, oh mein Gott, guck mal. Wohin geht Vor der? lauter Wut holt er seine Spraydose raus und sprüht rum. Was schreibt er denn da? Tricky, ich liebe dich. Ich weiß nicht, vielleicht Ich glaub streicht er auch. das durch, Mann. Freunde, habt ihr gesehen, was der gesprayt hat? Ich sag dir, was er gesprayt hat. Er sagte, Tricky, ich liebe dich. Ich glaube, das Problem ist, seine Spraydose war leer und guck mal, er versucht irgendwas hinzusprayen mit dem Rest. Warum? Natürlich, weil er den ganzen Tag schon unterwegs ist. Freunde, Deshalb Mann. ist die Sprühdose einfach leer. Er kann gar nichts mehr sprühen, aber er weiß es nicht mal. Warum? Weil er in Trauer ist, wegen seiner Liebe. Der arme Jake, hättet ihr das gedacht, dass ihm sowas widerfährt, Mann? Dass er seine große Liebe verliert? Flexi, Mann, ist doch schade. Ist viel zu groß, auch für YouTube, diese große Liebesgeschichte zwischen Drake und Tricky. Oh Mann, der Jake, was macht er jetzt? Oh mein Gott. Aber Leute, wir Warte, werden jetzt Flexi, mit der Flexi, Drohne stopp, auf jeden stopp. Fall Drake überwachen. Das verstehe ich nicht. Er kann doch sowieso sehr gut surfen. Er kann übel gut fahren. Er kann alles. mal, warte. Surfbrett, Skateboard, alles. Jake winkt dem Zug zu. Jake! Aber warum denn? Weiß ich nicht, warum Weil er Jake das alleine macht. ist. Weil er alleine ist. Seine einzigsten Freunde sind die Züge. Die Gäste im Zug. Eben, ja. Er winkt irgendjemanden zu, den er gar nicht kennt. Warum? Weil er seine Liebe, Tricky, verloren hat. Jake, wenn er wüsste, dass ihr ihn unterstützt, dann wird es ihm vielleicht besser gehen. Am besten jetzt lasst ihr alle mal ein Like da, damit unterstützt ihr uns und natürlich Jake, der Liebeskummer hat. Ihr habt doch bestimmt auch Liebeskummer. Der dreht sich Wir um. auch. Als hätte er Paranoia, dreht er sich die ganze Zeit um. Warum? Vielleicht hofft er, dass Tricky hinter ihm ist. Dass sie ihm hinterherläuft. Ganz genau. Dass sie ihm eine zweite Chance gibt. Deshalb dreht er sich immer um. Er hofft, dass seine Freundin hinter ihm ist und dass er wieder Hallo sagen kann. Und Deshalb dass winkt er er auf der Bahn. sie küssen kann, umarmen kann, alles. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Gewesen, Flexi, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat der Tricky mit Fresh ihn verlassen. Warum haben wir überhaupt die Drohne gestartet? Schau, schon wieder, er winkt wieder, Mann. Flexi, er winkt jetzt 2 Zügen. Freunde, ich bin so dankbar, dass da Züge fahren, die ihn aufheitern, damit seine Motivation, seine Stimmung vielleicht ein bisschen besser ist. Nur ein bisschen. Andererseits haben wir das alles nur gewusst. Warum? Weil wir mit der Drohne über alles geflogen sind. So konnten wir Fresh und Tricky erwischen. Ich fliege jetzt mal ein bisschen näher an Jake. Ich will wissen, ob wir eine Träne erkennen können. Ob wir irgendeine Emotion aus seinem Gesicht entnehmen können. Ich weiß es nicht. Bitte nicht. Komm, ich fliege ein Stückchen näher, Flexi. Jake, du musst stark sein. Guck mal. Ich weiß... Oh. Er setzt sich aufs Brett. Er setzt sich auf sein Skateboard. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass sich Jake das auf an? das Surfbrett oder das Skateboard hinsetzt. Der Arme, der tut mir voll leid. Wow! Wow! Oh mein Gott, nein! Fresh und Tricky gegenüber von Jake. Nein! Was machen die? Boah, die verarschen Die lachen ihn. den aus. Was geht hier ab? Oh nein! Er guckt, er schaut hin! Er hat sie entdeckt. Oh nein! Freunde, seht ihr das? Fresh und Tricky verarschen den Jake. Oh mein Gott, der nimmt sein Surfbrett. Und er will... Wow, sich alle das sind Sprunkies. 2 Sprunki. Oh mein Gott, aber leider nicht der blaue Sprunki! Ihr seht es, Leute, Mann, wir suchen den blauen, aber nicht die 2. Aber das bedeutet, wir sind in der richtigen Richtung. Irgendwo da befindet sich bestimmt dann auch der blaue Sprunki. Wir fliegen weiter, Leute. Ihr schaut auf jeden Fall weiter zu. Wir fliegen hier jetzt alles ab. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da und falls ihr den blauen Sprunki seht, schreibt in die Kommentare und lasst ein Like da. Wir müssen unbedingt den blauen finden, weil den wollen wir aufschreiben. Da ist der blaue. Hinterher! Ihr Oh seht mein ihn. Gott! Wie schnell ist der? Wir müssen unbedingt jetzt mit der Drohne hinterherfliegen.
fliegen. Da ist der blaue Sprunki gerade langgelaufen. Incredible Sprunki. Aber Glück, dass wir ihn gefunden haben, das ist sehr wichtig gewesen. Aber schaut es euch mal an, der kann jetzt überall sein. Der ist abgehauen, der ist zwischen den Häusern, hat er sich versteckt. Wo ist er? Das Gute ist, wir haben schon mal das Gebiet. Das heißt, irgendwo da muss er sein. Und zwar der blaue Sprunki Sky. Und wenn wir ihn haben, dann bringen wir ihn hier zu uns nach Hause und schneiden ihn auf. Und dann schauen wir, was drin ist, Mann. Das wird so spannend. Ihr wisst es doch, unser Operationstisch ist schon bereit. Wir sind schon bereit, Dr. Cameron und Dr. Flexi. Aber es fehlt immer noch der blaue Sprunki. Und wir suchen den jetzt weiter. Der muss ja hier irgendwo sein. Ihr habt es gesehen, der ist da lang gelaufen. Und da waren sogar 2 andere Sprunkis. Das ist perfekt. Das heißt, wenn da 2 sind, bedeutet, da sind auch 3, 4, 5, 6 oder alle Sprunki. Das wäre natürlich richtig krass, wenn wir alle Sprunki haben und der blaue ist dabei, dann bringen wir nur den blauen hierher. Weil wir den blauen heute operieren und aufschneiden wollen. Der blaue Sprunki heißt Sky, Sprunki Sky, Incredibox Sprunki Sky. Wie der Himmel, weil er blau ist. Stimmt, das macht Sinn, natürlich. Natürlich, so wie das hier, alles ist blau. Wie und unser deshalb wollen wir Hintergrund. ihn haben. Okay, wir fliegen mal hier die Gleise entlang. Was ist, wenn er hier den Gleisen folgt? Oder er sitzt in der Bahn. Er sitzt in der Bahn? Kann echt Sprunki mit der Bahn fahren? Ich glaube ja, Leute. Deswegen folgen jetzt einfach mal der Bahn. Vielleicht passiert da ja irgendwas. Immerhin ist es eine Idee. Wir müssen ja irgendwo anfangen und ansetzen. Ganz genau, das sehe ich irgendwie so auch. Aber okay, da ist keiner in der Bahn. Leute, ich glaube, da ist niemand in der Bahn. Ich sehe gerade eigentlich... Da, doch! Er rennt neben der Bahn! Nicht in der Bahn, sondern er rennt neben der Bahn die Gleise entlang. Wir haben den blauen Sprunki gefunden. Er rennt neben der Bahn an den Gleisen, aber... Aber jetzt dürfen wir ihn auf keinen Fall verlieren. Wir müssen unbedingt mit der Drohne hinterher fliegen. Flexi, ich habe ihn schon verloren. Freunde, es tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Jetzt ist er weg. Wie schon wieder weg? Ich habe zu euch in die Kamera geguckt und jetzt da, in der Bahn vielleicht. Vielleicht in dieser Bahn jetzt. Er lief doch neben der Bahn. Und das ist jetzt das 2. Mal, dass wir den blauen Sprunki verloren haben. Und wir sind der Bahn gefolgt und dann kam der blaue Sprunki. Und deswegen folgen wir jetzt dieser Bahn hier. Vielleicht kommt hier wieder der blaue Sprunki. Vielleicht haben wir noch mal Glück, dass der blaue Sprunki in der Nähe von der Bahn ist. Deshalb müssen wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Jetzt bei den Gleisen und bei der Bahn. Ich zoome gerade ganz weit in die Bahn rein, aber ich sehe in der Bahn keinen Sprunki. Weder den blauen, den roten, den grünen. Keiner ist da. Niemand ist doch bunt in der Bahn, oder? Nee. Es geht ja um die Farben, weil jeder Sprunki hat eine andere Farbe. Es gibt keinen, der die gleiche Farbe hat. Und ihr wisst ja, jeder Sprunki macht sein eigenes Geräusch. Der eine macht Ding, der andere macht Dong und so weiter. Aber wir suchen den blauen... Genau, deshalb müssen wir ihn ja suchen. Okay, aber ich finde hier nichts. Wo? Ne, hier nichts. Wo ist die Bahn? Ihr seht ja die Häuserschluchten, da ist kein Sprunki. Aber wir müssen doch unbedingt wissen, wo dieser blaue Sprunki jetzt hingerannt ist. Er ist ja richtig weggerannt. Hier sind auf jeden Fall die Gleise. Ich habe die Gleise Da hier... ist da was. Da, du hast hier. Oder? Da ist was Blaues. Ja, nee, da ganz in der Ecke ist was Blaues. Ihr seht es, aber es ist kein Sprunki. Er bewegt sich auch nicht. Was ist, wenn sie sich da verstecken, wenn das ihr Hauptquartier ist? Du willst mir sagen, die verstecken sich genau dort? Ja, neben den Gleisen macht doch alles Sinn. Die alle Sprunki oder nur ein Sprunki? Leute, wir schauen jetzt mal weiter. Wir fliegen näher ran. Ihr habt da irgendwas gesehen. Du hast recht, das ist was Blaues. Und das ist was Blaues, was Rotes, was Gelbes, alle Farben. Das heißt, die könnten da wirklich da sein und chillen. Da müssen wir jetzt hinfliegen und genau schauen. Leute, ihr seid mit uns. Schaut genau dahin, ob da sich die Sprunkis verstecken. Okay, aber ich sehe nichts, Leute. Das war ein Fehlalarm. Du hast dich, glaube ich, verguckt. Es waren die Farben. Vielleicht hat er sich verirrt. Es kann auch sein, dass die Sprunki einfach weitergerannt sind. Du meinst, du hast blau gesehen und deswegen dachtest du, da sei ein Sprunki? Natürlich, weil wir unbedingt den blauen Sprunki haben wollen, um ihn aufzuschneiden und zu operieren. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt mit der Drohne. Da sind viele Sprunkis. Oh mein Gott, auf der Brücke. Leute, ihr seht es, auf der Brücke sind ganz viele Sprunkis. Aber alle. Der blaue war nicht dabei. Ja, aber warum nicht? Vielleicht versteckt sich der blaue vor den anderen. Weiß der blaue Bescheid, dass der heute zu uns kommen muss, zu Dr. Cameron und Flexi, weil wir ihn operieren wollen? Irgendjemand hat es dem gesagt, dass wir ihn aufschneiden wollen. Aus diesem Grund versteckt er dieser Sprunki sich. Aber das ist doch ein Geheimnis. Das haben wir doch erst heute entschieden, dass wir den blauen Sprunki haben wollen. Okay, da. Ist da jemand? Da fährt jemand. Nee, das ist nur ein der Junge. ist blau. Das ist ein Junge auf dem Fahrrad. Oh Gott, ich dachte, aber der hat auch ein blaues T-Shirt an, ihr seht es. Es war doch blau, ihr habt es gesehen. Blau, blau, blau. Oh, und ich Mann. dachte, es wäre der Sprunki. Okay, wir fliegen weiter. Wenn er da nicht ist, okay, dann fliegen wir zurück, wo wir am Anfang waren, zu den Gleisen, zu dieser ganz langen Linie. Da war er auf jeden Fall. Vielleicht ist ein Versuch wert, wenn wir wieder zurückfliegen. Sollen wir das machen? Sollen wir da mit euch hinfliegen? Leute, lasst jetzt noch mal ein Like da. Wir werden jetzt zurückfliegen und schauen, dass wir den blauen Sprunki kriegen. Während wir jetzt zu den Gleisen fliegen, lasst ihr alle noch mal ein Like da. Wir wollen doch unbedingt den blauen Sprunki heute aufschneiden und operieren. Wir wollen unbedingt wissen, was in dem Sprunki drin ist. Hier sind auch schon die Gleise, ihr seht es. Guckt mal, wie lang die Gleise sind. Die gehen bis ans Ende der Straße. Ist doch natürlich für die Gleise, dafür sind die Züge da. Und die müssen ja auch sehr, sehr lange Strecken fahren. Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass wir den Sprunki... Da ist er! Da ist der Sprunki! Du hattest recht!
zurück zu den Gleisen und zack, wir haben den blauen Sprunki gefunden. Oh, da kommt ein Zug hinter ihm. Nein! Leute, der muss richtig schnell sein. Wo ist der hin? Wer ist schneller? Der Sprunki oder der Zug? Wir schauen jetzt mal kurz nach und Oh es gibt nein! aber bis jetzt keine Sprunki. Das heißt, der Sprunki ist viel schneller als der Zug. Ich will es hoffen, weil wenn der Zug den Sprunki erwischt, können wir heute niemand operieren. Und dafür ist der Zug schneller als unsere Drohne. Ich kann den Zug gar nicht einholen. Ich gebe ja schon Vollgas. Vollgas, du musst richtig mit der Drohne fliegen. Wir müssen jetzt einfach den Gleisen weiter folgen, weil wenn wir da den Sprunki finden, dann können wir ihn abfangen und zu uns bringen. Weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die bleibt auch bei der Wahrheit. Eben, und wir brauchen den blauen Sprunki. Und zwar ohne Bahn, sondern nur als Figur. Und ihr wisst ja, abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Aus diesem Grund drückt mal unten auf den Abonnieren-Knopf. Das freut uns wirklich sehr. Lexi und Cayman, Das sind irgendwelche roten Sprunkis. das sind Sprunkis. Oder nicht nein? nur einer, mehrere. Sorry, das waren Menschen, das waren echte Menschen, das waren keine Sprunkis. Aber die hatten doch rote Farbe, blaue Farbe, weiß. gelbe Farbe. Das waren wieder alles voller Farben. Das Gute ist, ihr haltet ja Ausschau mit uns nach den Sprunkis. Wenn ihr irgendwas Farbiges seht, so wie wir, immer gerne reagieren, liken, irgendwas machen. Ja, jedes Mal, wenn was Farbiges, denke ich, das sind irgendwelche Sprunkis und der blaue Sprunki kann in der Nähe sein. Aber es ist viel besser, wenn wir so reagieren, wenn wir irgendwas Buntes sehen, als dass wir nicht reagieren. Wenn wir was übersehen, das darf auf keinen Fall passieren, weil sonst haben wir keine Chance. Deswegen, wenn wir auch einen Mensch sehen, der bunt ist wie Sprunki, egal, wir müssen da hin. Da! Oh, Da sind ganz viele! oh mein Gott, da sind wieder mehrere, aber wo ist der blaue? Auf dem Hochhausdach, aber der blaue war wieder weg. Eben, es waren alle Sprunkis da, bis auf der blaue. Wo sind die hin? Warte, die sind nicht mehr da. Die sind ins Haus gegangen. Sind die hoch oder runter? Das weiß ich nicht. Komm, ich flieg mal hoch und schau nach. Aber die sind auf jeden Fall ins Haus gegangen. Oben sind sie nicht, ihr seht, es ist das Dach auf dem Hochhaus, da ist keiner. Dann müssen sie ins Treppenhaus, in das Haus gelaufen sein, in irgendeine Wohnung. Das heißt, entweder verstecken sie sich im Hochhaus oder sie gehen unten in den Ausgang raus. Wir müssen schauen, wir müssen auf jeden Fall weiterfliegen. Ey, ihr habt's gesehen, wie viel Sprunki da war. Warum war aber der blaue Sprunki nicht dabei? Der versteckt sich. Ihr kennt doch alle den orangenen Oren. Es war Oren und Vivi und alle, aber nicht der Sky. Jeder macht gute Musik, aber es fehlt immer noch der blaue. Der versteckt sich vor uns. Und er versteckt sich, noch wichtiger, vor unserer Drohne. Und weil er Drohne sich überwacht. so krass versteckt, bin ich schon so gespannt, was ihm drin ist. Weil du versteckst dich doch auch nur übertrieben krass, wenn du dir ein richtiges Geheimnis in dir trägst, oder? Ja, natürlich, aber wer will sich schon operieren und aufschneiden lassen? Aber für euch machen wir das. Deshalb, Leute, lasst jetzt ein Like da. Wir werden zu 100% den blauen Sprunki Sky finden und ihn wirklich aufschneiden. Schaut das Video bis zum Ende. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn gleich schnappen, Mann. Ich hoffe es. Es wird langsam Zeit, dass wir ihn wirklich finden. Wir sind schon bereit. Ihr seid bereit. Ihr wollt es sehen und wir wollen es machen. Schau mal, unsere Drohne hat nämlich nur noch 25% Batterie. Das bedeutet, wir können noch 2-3 Minuten fliegen. Wenn wir ihn dann nicht finden, dann ist es vorbei mit dem Video. Wenn der Akku leer ist, das bedeutet, unsere Drohne landet automatisch, weil der Akku leer ist. Wie ein Auto. Das bleibt einfach stehen. Wenn du kein Benzin mehr hast und deswegen müssen wir das stehen. verhindern. Wir müssen den Sprunki finden, aber ich sehe hier nur ein blaues Trampolin. Nein, das ist nicht Sprunki. Schau doch mal, das ist blau. Das sind zwar viele Farben, aber das hat nichts mit Sprunki zu tun. Das waren Regentonnen, Regenfässer, alles in verschiedenen Farben, aber wir suchen einen blauen. Leute, uns geht die Zeit flöten. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt den Sprunki in blau. Okay, wir fliegen mal Weil weiter. wenn die Zeit ausgeht, dann ist es vorbei. Da, in dem Auto. Doch, In dem roten Auto ist er. er hat sich extra getarnt. In einem roten Auto ist der blaue Sprunki. Er war aus dem Fenster draußen. Wir suchen natürlich einen blauen Sprunki. Es würde ja nur Sinn machen, wenn ein blaues Auto fährt, aber er versteckt sich in einem roten Auto. Das ist richtig gecheckt, Mann. Der ist richtig schlau. Der will nicht, dass wir ihn operieren, aber wir wissen, dass er hier ist. Glücklicherweise konnten wir ganz kurz im Augenwinkel sehen, dass es der blaue Sprunki in dem roten Auto ist. Spult mal gerne zurück, dann seht ihr ja, dass da in diesem Autofenster ein blauer Sprunki war. Aber die Frage ist, schau mal das rote Auto an. Warte mal. Wohin fährt er? Wenn es jetzt rechts abbiegt, dann fährt es genau in unsere Richtung. Und es biegt rechts ab. Leute, Mann, er fährt wirklich zu uns nach Hause. Aber warum fährt er zu uns? Vielleicht will er operiert werden. Vielleicht haben wir alles falsch interpretiert. Aber woher weiß er das denn überhaupt? Oder er will uns eine Überraschung bringen. Das heißt, er fährt wirklich jetzt hierher. Leute, Mann, ihr seht es, Mann, der ist gleich da. Das ist Leute, genau unser Weg. Der blaue Sprunki aus Incredibox Sprunki, Mann, ist jetzt gleich bei uns. Phase 0 und Phase 5. Eben, du weißt, was das bedeutet. Der ist innerhalb von wenigen Minuten ist er bei uns. Wir sind bei der Squid Game 2 Arena und ich sehe schon die ersten 3 maskierten Spieler. Und einen Spieler müssen wir hierher locken, weil wir wollen ihn ja aufschneiden und dann können wir ihm auch gleich die Maske abziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn der Spieler hier ist, ziehen wir ihm die Maske ab und ihr lasst ein Like da, wenn wir die Maske abziehen sollen. Sie warten auf jeden Fall
auf irgendein Spiel, aber welches Spiel soll es denn sein? Vielleicht grünes Licht, rotes Licht? Das hatten wir doch letztes Mal schon. Oder Murmeln? Murmeln kann natürlich sein. Ihr kennt es doch noch aus Squid Game Staffel 1. Vielleicht kommt sogar ein Spiel aus Staffel 3 dran. Natürlich ein geheimes, verbotenes Squid Game Spiel. Schaut es euch mal an, jeder Spieler macht sich warm. Die bewegen sich ja richtig, als wie wenn sie sich... Oh mein Gott! Da ist der rote Wächter. Er wird jetzt gleich das Spiel wahrscheinlich... Oh, er hat in die Luft geschossen und jetzt wird er wahrscheinlich die Spielregeln erklären, oder was? Und schau mal, alle drei machen nichts mehr, stehen einfach nur noch da. Ihr seht es, der rote Wächter gibt Anweisungen, was die Spieler zu tun haben für das nächste Spiel. Ich glaube, er erklärt irgendwas. Er zeigt dahin und ihr müsst dahin und du musst dahin. Dann irgendeine 2 oder eine 3? Eine 3? Squid Game 3? Okay, Squid Game 3 wahrscheinlich, oder? Ah, er zeigt dir auf diese Linie. Ihr seht diese gelbe Linie auf dem Boden? Da ist irgendwas auf dem Boden, sowas Gelbes, eine Schnur. Vielleicht hat diese gelbe Schnur was mit dem neuen Spiel zu tun, Leute. Ihr dürft nicht abschalten. Lasst einen dicken Like da und abonniert unseren Kanal, bitte. Was holt ihr raus? Eine gelbe Schnur, wie du es gesagt hast. Doch, eine gelbe Schnur. Und er schmeißt sie auf den Boden. Die Spieler sollen jetzt auf jeden Fall die Schnur aufheben, oder? Ja, sie machen es auch, du hast komplett recht. Die Spieler warten wirklich auf das nächste Spiel. Und der Wächter zeigt auf jeden Spieler jeder eine Schnur. Okay, und was passiert dann? Ich weiß es nicht, aber jeder hat jetzt eine Schnur. Leute, jeder Spieler hat genau eine gelbe Schnur in der Hand. Und der Wächter erklärt weiter das Spiel. Leider haben wir keinen Ton, schade, dass wir nicht hören, wie das Spiel ausgeht. Aber ihr könnt ja mitraten, was spielen wir Er geht! jetzt? Leute, der Wächter geht! Okay, das heißt, das Spiel beginnt jetzt gleich, oder? Ich würde mal sagen, ja. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir brauchen einen von diesen 3 Spielern, damit wir ihn aufschneiden können, um zu gucken, was in ihm drin ist. Was ist drin? Und am besten natürlich den Spieler 4, 5, 6. Guck dir das mal an, Flexi. Das ist doch kein Spiel, oder? Ist das Spiel, dass man sich gegenseitig mit der Schnur hänselt? Also so ein Squid Game Spiel gibt es nicht. Das dass man kenn so ich eine auch nicht. Schnur hat und die dann so hin und her schwingt. Okay, das aber gibt es auf keinen Fall. Wir schauen mal weiter. Vielleicht ist es ja doch das Spiel, Flexi. Oder die machen nur Spaß. Oder? Oder die wissen gar nicht, dass sie in dem Squid Game Spiel sind. Der Wächter kommt zurück. Der kommt zurück. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Das kann doch nicht sein. Der ist wütend. Weil sie nicht gespielt haben. Weil es gar nicht das Spiel ist. Natürlich nicht. Ah, der hat ihnen jetzt was erklärt und guckt mal, die gehen alle auf den Boden und die binden sich die Schnur um die Füße. Oh mein Gott, dann kannst du ja gar nicht mehr laufen, wenn du so eine Schnur hast um den Bein. Vielleicht ist das Spiel. Sie müssen mit verbundenen Beinen diese Schnur entlang laufen, diese gelbe. Ja, nicht laufen, wahrscheinlich dann eher hüpfen, weil laufen geht nicht. Du hast recht, die müssen hüpfen, wenn sie nicht mehr laufen können. Und schaut mal, die stehen jetzt genau wie in einer... Doch, die hüpfen. Sie hüpfen, das Spiel geht los. Leute, das erste Spiel von Squid Game beginnt jetzt mit uns auf der Drohne. In echt, Leute, das ist das echte Squid Game. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Es gibt 3 Spieler. Leute, lasst mal ein Like da. Welcher Spieler von denen gewinnt? Ich weiß es nicht, Mann. Ich hoffe aber 4, 5, 6, 456. Er muss gewinnen, weil den wollen wir ja aufschneiden. Schau dir mal Spieler 1 an. Was macht der? Wow, der schuckt einfach den Spieler und seine Schnur ist aufgegangen. Natürlich, das nennt man Konkurrenz. Es gibt nur einen Gewinner. Und der Spieler 4, 5, 6 macht sich die Schnur wieder zu. Und damit ist er jetzt letzter Platz, weil er ganz hinten ist. Und es gibt nur 2 Stühle und das heißt, es können nur 2 auf, Leute pass auf. gewinnen. Hast du gesehen, der ist gestolpert über irgendetwas. Das nenne ich Karma, Leute. Er hat das zurückbekommen, was er dem Spieler 4, 5, 6 angetan hat. Und er steht auch nicht mehr auf. Jetzt wird er überholt, Leute. Es ist wie ein Wettrennen. Ich glaube echt, es können nur 2 von diesen 3 gewinnen. Der eine hilft ihm gerade auf. Obwohl der Spieler 001 in 4, 5, 6 umgeworfen hat, hilft ihr ihm? Okay, das ist echt cool, dass er dem hilft. Aber es ist ein Wettrennen. Aber jetzt schon wieder. 001 hat schon wieder geschuckt. Ja, aber schau mal. Und da vorne der erste Spieler, der gewinnt ja dann. Leute, das ist ja krass. Leute, das ist echt spannend. Nein. Wer gewinnt? Oh nein. Der erste Spieler ist gerade hingefallen und die 001 auch. Okay, jetzt kann man überholen. Jetzt ist ja wieder alles Gleichstand. Das ist ja ein richtig cooles Wettrennen. Das ist ja super spannend. 001 ist auch wieder hingeflogen. Okay, 001 scheint jetzt ganz vorne zu sein. Aber ihr kennt es ja aus dem Squid Game der Serie bei Netflix. Da betrügen die auch. Und man weiß nie, was als nächstes passieren kann. 001 schon wieder hingefallen. Und der Freund ist kein Freund. Der Freund kann auch der Feind sein. Man weiß es eben nicht. So ist Squid Game. Schau dir das an. 001 hat es geschafft als erster. Und wir brauchen 4, 5, 6, 4, 5, 6. hat es auch geschafft. Gott sei Dank, Leute. Warte, aber gibt es aber jemand, der verloren hat? diese eine Person da. Der dritte Spieler, der hat verloren. Es gibt nur 2 Sitze. Und er oder sie fällt hin. Sieht aus wie ein Mädchen. Leute, es gibt ja nur 2 Stühle. Das bedeutet, dieses Spiel können nur 2 Spieler gewinnen. Der rote Wächter kommt nicht, dass jetzt irgendwas Spannendes passiert. Nein, ich hoffe es nicht. Was macht denn der rote Wächter jetzt da? Oh, Das Spiel ist ich vorbei. kann gar nicht hingucken. Oh nein, doch. Nein. Nein, oder? Was passiert da jetzt wirklich? Das Oh, ich denke. Ihr habt's gesehen. Spieler eliminiert. Dieser Spieler, disqualifiziert. der das verloren hat, wurde
einfach so eliminiert. Warum? Verloren. Aber darum geht es ja im Squid Game. Es kann nur einen Gewinner geben und wir brauchen auch nur einen Spieler, den wir heute aufschneiden. Und es gibt noch 2 Spieler, 001 und 456. Okay, der hat jetzt gerade irgendwas erklärt, dass die 2 überlebenden Spieler sich da hinstellen sollen. Und schaut es euch an. Leute, lasst mal alle ein Like da für diesen dritten Spieler, der leider verloren hat. Hey, da ist noch ein Wächter. Da ist ein zweiter Wächter. Ihr seht es, da kommt ein zweiter Wächter. Zweiter Wächter, gleich zweites Spiel. Der Wächter holt irgendwas aus seinen Taschen. Was ist das? Ich muss mal näher ranfliegen. Was ist denn das, Leute? Seht ihr, das könnte das die Murmeln sein oder so? Das sind CDs. Was? Ein CD-Spiel? CD-ROM? Gibt's das noch? Ich habe keine Ahnung. Was machen die damit? Okay, die haben damals auch mit Murmeln gespielt. Der Wächter behält eine CD, er macht sie kaputt, er schmeißt sie auf den Boden. Okay, es gibt das Murmelspiel, warum sollte es nicht das CD-Spiel geben? Was macht der Wächter jetzt mit seiner Waffe? Ich glaube, das Spiel geht jetzt los, Leute. Heißt das Start? Ihr habt den Startschuss gehört, oder? Okay. Okay, was machen Was die 2 Spieler? Die diskutieren. Wahrscheinlich. Die reden miteinander. Hä, nee, das ist doch kein Spiel. Tanzen die jetzt gerade oder was machen die? Leute, die Spieler tanzen doch gerade mit diesen CDs, wo der rote Wächter gebracht hat. Okay, aber ich glaube nicht, dass der rote Wächter das gerne sieht, Ja, auf dem sowas. Kopf und so. Ich glaube nicht, dass das Spiel ist. Wow, habt ihr es gehört? Jetzt kommt der rote Wächter zurück. Ich glaube, das war ein Warnschuss, Leute. Nein! Wo ist denn der Wächter? Man kann ihn sehen. 3 Warnschüsse, das bedeutet, der Wächter ist richtig sauer. Die müssen das Spiel spielen. Er will, dass sofort das Spiel gestartet wird. Oh, guck mal, was machen die? Oh, was macht? Ich kenne das Spiel. Oh nein! Das ist CD-Werfen. Natürlich, eine CD landet so oder auf der anderen Seite und so gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und der Gewinner ist bei dem, wo die CD oben offen landet. Schaut es sich an, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden zum Beispiel. Okay. Wir müssen hoffen, dass 456 gewinnt. Aber das ist, der 456 hat schon eine Runde gewonnen. Okay. Und jetzt wieder Unentschieden. Unentschieden, Leute. Boah, das ist echt spannend, Mann. Wer gewinnt dieses zweite Squid Game Spiel? Boah, beide Unentschieden. Beide unentschieden, was? Beide unentschieden. Ihr habt es gesehen, die muss so aufgedeckt sein, die CD. Okay, was passiert jetzt? Oh nein, eine aufgedeckt, eine nicht. Das heißt, 456 hat gewonnen. Best of 3, 2 von 3 Runden hat 456 gewonnen. Natürlich, 001 liegt am Boden. Warum? Er hat verloren. Er weiß, was jetzt Da passiert. kommt jemand, da ist ein Schatten. Ich sehe einen Schatten. Das ist Schatten, das kann nur einer sein. Der Wächter. Was passiert jetzt? Ja, was wohl? Ich kann gar nicht hinschauen, Leute, schaut nicht hin. Ja, ich kann auch nicht 001, tschüss. Das war's mit 001. Das bedeutet, wir haben 456. 456 hat überlebt. Das bedeutet, wir können heute 456 operieren. Deshalb habt ihr eingeschaltet, wir wollen ihn unbedingt aufschneiden. Schaut euch das an, Mann. Der rote Wächter hat dem Spieler 456 die Hand gegeben. Weil er der Gewinner ist. Von 3 Spielern gibt es jetzt einen Gewinner und das ist Spieler 4, 5, 6. Und wie beim Spieler zuvor, der Trotzdem, eliminierte Spieler wird aufgeräumt. Leute, lasst ein Like da, auch für diesen Spieler 001. Er hat wirklich gut gekämpft. Rest in Peace, du hast es für unser Video getan. Finde ich richtig cool. Aber jetzt, Leute, müssen wir uns konzentrieren, dass wir Spieler 4, 5, 6 irgendwie zu uns nach Hause holen. Warum? Der Wächter ist jetzt gegangen, 456 ist hier. Wie schaffen wir es, 456 den Spieler 456 zu uns nach Hause zu locken? Vielleicht sollten wir uns mit der Drohne irgendwie bemerkbar machen, dass er uns sieht. Sehr gute Idee. Ich flieg mal Ihr ein bisschen seht uns näher ja ran. auch. Okay, vielleicht entdeckt er uns. Die Drohne ist ja ein bisschen laut. Wir müssen nur näher ranfliegen. Oh, er hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Perfekt. Hey! Hi, hallo. Siehst du uns? Hörst du uns? Kannst du zu uns kommen? Aber er hört uns ja nicht. Nein, er hört uns nicht. Wir müssen irgendwie mit der Drohne, wie auch bei den anderen Videos. Ja. Ich mache mit der Kamera hoch und runter. Das heißt ja. Er hat gesagt, ich komme zu euch. Ja, habe ich gesagt. Weil du gewonnen hast. Wir helfen dir hier. Das heißt, er muss jetzt nur noch uns folgen. Ja, einfach der Drohne folgen. Und du weißt, wo es lang geht? Ich fliege mit der Drohne zu uns nach Hause. Jetzt direkt und hoffentlich folgt das Spiel uns noch. Ich hoffe es. Aber wieder hingefallen. Er ist noch schwach von den Spielen. Natürlich. Und guckt euch auch mal das Spielfeld an. Voller Löcher und Gruben. Aber er muss sich beeilen. Steh auf, bevor der Wächter zurückkommt. Er steht auf, Leute. Das ist unsere Chance. Gleich haben wir uns zu Hause. Ja, loslaufen. Warte mal, da hinten. Der rote Wächter rennt ihm hinterher. Er sieht, dass er abhauen will. Oh, pass auf. was macht er? Rennspieler, Dreh dich nicht um, renn zur Drohne. Renn zu uns. Schneller, genau. Sehr gut. Er kommt zu uns. Und ihr schneller. seht, der Wächter folgt ihm. Er hat aber keine Chance, der Wächter. Der Spieler ist viel schneller. Nein, der Wächter ist stehen geblieben. Der ist stehen geblieben. Der lässt ihn laufen. Der dreht um, der Wächter. Das ist doch unsere Chance. Der Spieler ist da, es klingelt, das muss er sein. So